zusammen. Wir hoffen, ihr hattet schöne, entspannte Weihnachtsfeiertage. Wir haben über Weihnachten am Amos Beach bei Scala gestanden. Wenn man sich die Peloponnes vorstellt, mit ihren Fingern sind wir hier, mitten in der Mitte. Und es waren schöne Tage, die Sonne hat geschienen, wir hatten Strand und Meer. Aber wir haben nicht nur gechillt, wir haben auch ein bisschen was getan. Die Tür von unserem Koffer musste repariert werden, da hatte sich das Scharnier gelöst. Außerdem haben wir einen Putztag eingelegt, weil stehen am Strand ist schön, aber der Sand ist irgendwann überall. In jeder Schublade, in jedem Schrank, eigentlich in jeder Ritze vom Unimog. Da mussten wir dringend dran. Sauber geputzt soll es dann diese Woche weitergehen zum Steinernen Wald bei Agios Nikolaos und dann weiter nach Monemvasia, eine mittelalterliche Ruinenstadt. Und zum Ende der Woche, zum Jahreswechsel und Silvester, wollen wir gern in Leonidio sein und da vielleicht auch auf einem Campingplatz gehen. Für uns ist das echt viel Programm, viel Fahrerei, aber das brauchen wir auch, denn uns geht der Strom aus. Thema Strom. Ja, als wir ausgebaut hatten, haben wir ja unsere komplette Strominstallation neu gemacht. Hatten auch gehofft, dass das reicht. Also wir haben eine 200er LiFePO Batterie drin, haben 380 Watt Solar auf dem Dach. Das hat bis dato eigentlich auch alles ganz gut gereicht. Aber wir haben jetzt halt gemerkt, durch ja, halt auch durch die YouTube-Video-Sache, ja, wir müssen halt unsere Kamera laden, wir müssen unsere GoPro laden, jetzt haben wir noch eine Drohne gekriegt, die müssen wir laden und letztendlich auch das Schneiden von den Videos, das saugt halt mächtig viel Strom. Ja, so dass wir jetzt hier schon ja immer im unteren Drittel sind und ja, wir kriegen halt nicht so viel über Solar und wir kriegen halt auch nicht so viel reingefahren. Also wir haben noch einen Ladebooster, der bringt uns aber auch nur 16 Ampere-Stunden in der Stunde, wenn wir fahren. So, ja, dass wir halt unsere Batterien, auch jetzt gerade im Winter, wir haben ja halt nicht, also selbst wenn wir Sonne haben, steht die Sonne halt so flach, das reicht halt nicht. Wir haben uns jetzt schon überlegt, dass wir uns noch ein faltbares Solarmodul in Zukunft anschaffen, was wir dann halt auch gegen die Sonne ausrichten können. Aber gut, das ist jetzt halt einfach erstmal Zukunftsmusik. Und ja, wie Steffi schon gesagt hat, werden wir uns jetzt erstmal weiter behelfen, indem wir ja jetzt demnächst nochmal Strom aus der Steckdose ziehen. Also so komplett autark sind wir noch nicht. Also hin und wieder brauchen wir ein bisschen was. Eigentlich kommen wir mit unserem Setting ja ganz gut hin. So 3,5 Wochen funktioniert das auch, wenn die winterliche Sonne so tief steht. Und unser Plan war ja eigentlich einmal im Monat auf den Campingplatz zu fahren, um die Batterien aufzuladen und unsere Wäsche zu waschen. Leider sind fast alle Campingplätze hier in Griechenland geschlossen und die auf sind, entweder gefallen sie uns nicht oder sind uns auch schlichtweg zu teuer. Das sehen wir dann nicht ein. Von daher müssen wir es jetzt mit dem Fahren so machen. Außerdem müssen wir auch noch einkaufen. Wir brauchen auch eine neue SIM-Karte, weil unser Datenvolumen neigt sich auch dem Ende. Und damit wir für euch das YouTube-Video dann hochladen können, müssen wir da nachlegen. Jo. Als Konsequenz des Weiteren für die viele Fahrerei heißt es für uns, dass wir das Klettergebiet Sobolo, wo wir eigentlich einen Wiedereinstieg ins Klettern machen wollten, erstmal links liegen lassen müssen. Das war übrigens ein Tipp von Andrea und Christopher von Überallpenner. Dafür vielen lieben Dank. Ich hatte bei den beiden angefragt, weil wir wussten, dass sie klettern und sie immer echt sehr schöne Plätze hatten. Und ja, danke für den Support. Auch wenn Sobolo zum Klettern dann für uns halt nichts wird. Wie gesagt, fahren wir nach Leonidio. Das ist ein riesengroßes Klettergebiet, was jetzt auch in den letzten Jahren immer stetig weiter gewachsen ist, wo es da halt auch wirklich richtig viele Routen gibt. Ja, und da wir ja letztendlich auch wieder Neueinsteiger sind, also wir haben in der Vergangenheit geklettert, ich habe das irgendwie ungefähr 15 Jahre gemacht, aber in der letzten Zeit halt auch bei der Reisevorbereitung ist halt das Arbeiten vorgegangen und wir sind da überhaupt nicht mehr zum Klettern gekommen.
deswegen geht es dann halt nach Leonidio. Ja, und da werden wir dann nochmal einen Einstieg probieren. Wir haben ganze Klettermaterial mit dabei. Wir werden in Leonidio noch einen Klettershop anfahren. Wir werden uns mal einen Topo kaufen, also so einen Kletterführer. Da stehen dann halt die ganzen Routen drin, die es gibt, nach Schwierigkeitsgraden halt sortiert. Wir werden dann erstmal wieder im unteren Bereich anfangen, um halt auch mal zu gucken, wie funktioniert das wieder für uns. Und ja, werden wir dann mal vom Kleinen zum Größeren versuchen zu gehen. Ja, hier ist der erste Kollege von unserer Hundegang hier. Das sind 4 Straßenhunde, die leben hier. Das ist einer davon. Aber ich habe hinter der Düne eigentlich schon mehr gesehen. Ja. Oh, da kommt der Rest von der Gang. Ja, hier ist unsere Gang. Ja, ja, hier ist unsere Gang. Die sind aber eigentlich ganz cool. Einzigste, der gerade nicht cool ist, ist unsere Pinny. Aber die Gang ist eigentlich schon cool. Die sind noch alle ziemlich jung. Ha? Gang. Ja, so, da werden wir jetzt noch mal lecker dinieren. Den Rest von gestern. Was gab es denn gestern? Gestern gab es einen griechischen Salat mit einem gebratenen Saganaki-Käse und dann gab es ein Muschelsaganaki mit frittierten Kartoffeln und als Dessert ein Mousse au Chocolat mit Granatapfelkernen und einer Orangenzimt. Und bis auf den Salat werden wir uns jetzt noch mal alles reinpfeifen. Oh, jetzt habe ich einen Kohldampf. Schmeckt schon. Guten Appetit. So, SIM-Karte ist gecheckt mit Grundnahrungsmitteln, sprich Cola und Schokolade. Nee, auch Hundefutter und Nudeln und Brot haben wir uns jetzt eingedeckt. Und jetzt geht's weiter Richtung Agios Nikolaos.
rasant. Wir haben die Kletterfelsen von Sobolo gesehen und konnten sie definitiv nicht links liegen lassen. Das heißt, wir fahren jetzt gerade ins Klettergebiet und wollen uns da mal umgucken und werden uns auch hier einen Übernachtungsplatz suchen. Das ist was für dich? Hä? Definitiv. Ja, dann fangen wir mal klein an morgen. Hauptsache mal. Oh ja, guck mal hier. Geneigtes, griffiges Etwas. Mit dicken Löchern. Ja, Leute, Hammer. Ja, der Schäfer mit seinen Ziegen ist auch unterwegs und Schafen. Weiß nicht, ob man es von hier sehen kann mit der GoPro. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das hier ist ein Traum für mich. Ja, da direkt vor mir steht ein Hütehund, der hier die Herde bewacht. Ja, und während wir das Bergpanorama genossen haben, hat der Pitt vollkommen seiner Lust und seiner Liebe für Käse gefrönt. Ja, aber er hat es noch ein ganz klein bisschen übrig gelassen. Guter Hund. Ja, wir können noch nicht ganz unverrichteter Dinge hier losfahren. Wir gehen jetzt noch die 350 Meter mal hoch zu den Felsen. Ich war gestern spät abends noch mal da. Wir hatten einen super Vollmond, also ich brauchte gar keine Stirnlampe. Ja, da sind an einem kleinen Teil vom Felsen sind zwei leichte Routen. Die schauen wir uns jetzt mal an und dann gucken wir mal weiter. Genau, mal gucken, was geht. Da unten steht unser Pogo. So, ja, wir haben jetzt 2 Routen gemacht. Eine leichtere bin ich im Vorstieg gegangen. Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Das war aber soweit kein großes Problem. Hat Spaß gemacht. Steffi ist dann nochmal die Route nachgestiegen. Ist auch fast ganz bis hoch gekommen. Und dann bin ich noch ein bisschen was für mich, ein bisschen was Schwereres im Nachstieg gegangen. Ja, ich denke, wenn wir das jetzt mal wieder regelmäßiger machen und auch in Leonidi sind, wo es einfach noch viel mehr Routen gibt, ja, dann könnte das doch noch was mit uns werden als kleines Nebenhobby.
Ja, wir haben beschlossen, wir bleiben noch eine Nacht an diesem wunderschönen Stellplatz stehen und sind jetzt zu Fuß auf dem Weg, machen eine kleine Wanderung zum Steinernen Wald. Ja, das ist letztendlich auch das Schöne an unserer Art zu reisen. Gestern war der Plan noch komplett anders. Ja, und heute haben wir uns einfach entschieden, wir bleiben noch was hier, weil es einfach so schön ist. Und was den Strom angeht, die Sonne scheint, es ist nachts nicht so kalt, wir brauchen keine Heizung, wir sind sparsam und dann funktioniert das schon. Stimmt, dafür wird das Wasser weniger. Aber das ist uns gerade aber richtig scheißegal. Ja, und so sieht es von hinten von unseren Kletterfelsen aus. Ja, komplett anderer Charakter. Ja, ist einfach abgefahren schön hier die Landschaft. Really nice. Ja, wir sind jetzt hier in dem Gebiet vom versteinerten Wald angekommen. Wir werden jetzt mal da vorne uns ein bisschen auf die Bank setzen, ein bisschen aufs Meer gucken und dann werden wir uns mal den versteinerten Wald angucken. Aber krass, was wir jetzt auf dem Weg schon hierhin gesehen haben. Also das Stückchen Erde hier, das kann ordentlich was. Okay, dann schießt du deinen Satz los. Ich fall dir ins Wort. Wir verlassen jetzt Sobolo und machen uns auf den Weg nach Monemvasia. Es war wunderschön hier und ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir hier waren. Nee, ich glaube das auch nicht. Das hat uns schon sehr beeindruckt und begeistert. Aber jetzt ist Zeit für was Neues. Und wir werden euch wie immer mitnehmen. Bleibt dabei!
Ja, und nach da oben geht es jetzt für uns rauf. Aber wir sind ja zurzeit gut im Training. Schauen wir mal, wie es oben aussieht. Ja, wir sind jetzt hier in der Stadt angekommen. Steffi muss mir noch mal sagen, wie es heißt. Ich bin da. Monemvasia. 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 Okay, nochmal. Ja, wir sind jetzt in der Stadt angekommen, in Monemvasia. Monemvasia. Ja, und es sieht schon mal ganz nett aus, ist aber absoluter Kulturschockprogramm zu dem Platz, wo wir jetzt standen die letzten Tage. Weil Ja. hier ist es Touri. Voll der Touri-Hotspot. Aber nice. Gut, dann werden wir uns Touris jetzt da mal reinbegeben und zeigen euch dann ein paar Bilder. Jo, wer will, fängt an. Spannende Mittelalterruinen. Das ist wirklich interessant hier. Ist zwar anstrengend bis hochzulatschen, aber ist schon cool. Ja, alte Steine finde ich prinzipiell cool. Ja, und es ist schon interessant irgendwie zu sehen und sich zu überlegen, wie die hier früher so ihr Leben gemanagt haben. Aber jetzt gehen wir auch wieder runter. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor, müssen da unten noch Wasser tanken. Und unser nächster Stellplatz ist noch 20 Kilometer von hier entfernt. Okay, bis denne. Ciao. So, wir sind jetzt in der Abenddämmerung an unserem Stellplatz für Nacht angekommen. Die letzten Meter war noch ganz nett, ein bisschen Offroad gefahren.
Ja, und jetzt stehen wir hier wirklich traumhaft schön mitten in der Pampa. Steffi ist drin und bereitet uns das Abendessen vor. Ich lasse die Hunde hier noch ein bisschen laufen. Jo, und da würde ich sagen, Prost! Wir sehen uns morgen wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Leonidio, fahren hier wunderschön durch die Berge, werden da wie geplant dann Silvester verbringen und wünschen euch auf diesem Weg allen zusammen einen guten Rutsch ins neue Jahr.